Es gibt in Unternehmen eine Killerphrase. Die haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Die lautet: Kannst du das mal dazwischen schieben? Es eilt wirklich. Ja, das Ganze hat mit Zeitmanagement zu tun. Schauen wir uns das mal genauer an. Den klassischen Prioritätenbaum kennen Sie vielleicht. Ganz oben haben wir die Frage, ob eine Aufgabe wichtig oder unwichtig ist. Dann haben wir die Frage, ob sie dringend ist oder nicht und wie lange man dafür braucht. Beim Thema, ob eine Aufgabe wichtig oder unwichtig ist, da kann man Kriterien ansetzen. Ein Kriterium, das für Führungskräfte wichtig ist, ist ganz einfach die Frage: Ist es eine Führungsaufgabe oder ist es eine Fachaufgabe? Je nachdem, wie die Situation ist, kann man einschätzen, ob das jetzt wirklich wichtig ist oder weniger wichtig. Dann haben wir hier die Position, ob etwas schnell geht oder langsam geht, auch relativ easy. Eine Bemerkung dazu: In der Regel, wenn etwas lange braucht, dann liegt es daran, dass man nicht so ganz genau weiß, wie man dran gehen soll. Es ist eine Aufgabe, die ungewohnt ist. Häufig sind es strategische Aufgaben. Deswegen bleiben Aufgaben, die länger brauchen, auch gerne mal liegen. Schauen wir uns den mittleren Strang hier an, die Dringlichkeit. Und da gibt es ein schönes Bild, das ich gerne vom Autor Stefan Merath entlehne, aus seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Da sagt er, Dringlichkeit ist ganz einfach. Sie hat 2 Arme und 2 Beine und steht in der Tür und sagt: Wann bist du fertig? Heutzutage kann man sagen, Dringlichkeit ist eine Zoom-Konferenz oder schickt eine E-Mail. Die Frage, die Sie aber stellen sollten und gerade als Framesetter beherrschen sollten, ist: Wann muss es denn wirklich fertig sein? Denn eine Dringlichkeit ist mit einem Termin verknüpft und der Termin muss mit Zwängen verbunden sein. Etwas, was vielleicht von außen kommt, vom Kunden, eine materielle Notwendigkeit. Ganz oft ist die Dringlichkeit aber nur gefühlt, nur emotional. Checken Sie doch mal die Situation, in der Sie einfach sagen: Du brauchst das jetzt morgen? Ja, okay. Wäre es für dich auch in Ordnung, wenn es statt am Dienstag am Freitag kommt, wenn ich dir garantiere, dass du das Dokument am Freitag hast? Wenn dann Ihr Ansprechpartner sagt: Garantierst du, dass es kommt? Sie sagen ja, dann wird meistens diese Aussage kommen: Nee, dann passt, dann reicht Freitag auch. Und schon haben Sie sich Ihren Terminkalender entzerrt. Also denken Sie dran, fragen Sie, wann der reelle Termin ist. Es wird Ihnen wirklich helfen.